Was wäre, wenn alle Grenzen verschwinden? Wenn der innere Kritiker verstummt? Was wäre, wenn Größe und Komplexität keine Rolle mehr spielen? Wenn jede Idee einfach Gestalt annimmt? Was wäre, wenn kreative Freiheit und Effizienz einander nicht mehr ausschließen? Wenn Planen keine Zeit mehr frisst? Was wäre, wenn Zusammenarbeit nichts erschwert, sondern alles beflügelt? Wenn Freude am Planen zur gelebten Realität wird? Elite Cut 16. Nie wieder Was wäre wenn. Die neue Freiheit des Planens. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Weltpremiere von Elite Cut Architektur 16. Mein Name ist Wolfgang Stöger, ich bin der Geschäftsführer der Firma Xeometric und ich freue mich, dass Sie heute unsere Gäste sind. Danke, dass Sie sich persönlich die Zeit genommen haben, heute anzureisen, in Zeiten mit vielen Terminen, oft langen Anfahrtswegen. Danke, dass Sie persönlich gekommen sind. Ich begrüße alle Kunden hier, alle unsere Vertriebspartner, alle unsere Kooperationspartner, die hier im Saal sind und natürlich auch alle Vertreter der Medien. I also would like to welcome all our English-speaking guests here in the audience. Thank you for coming from so many countries around Austria. And I also would like to welcome all the visitors watching us per video stream from all around the world. Es heißt, die schönste Freude ist die Vorfreude. Und glauben Sie mir, das hatten wir in den letzten Wochen und Monaten wirklich. Aber noch schöner heißt es, geteilte Freude ist doppelte Freude. Denn das XIM von Xeometric freut sich, Ihnen das zu zeigen, denn wir wollen Ihnen Ihren Arbeitsalltag so einfach wie möglich machen. Wir wollen Ihnen heute mit der Version 16 unsere Vision von der Zukunft der Architekturplanung zeigen. Und es gibt keinen besseren Rahmen als das Museum der Zukunft, denn Sie wissen, Zukunft ist unser Thema und wir sind hier im Museum der Zukunft, im Ars Electronica Center, genauer gesagt im Deep Space, mit einer 16 mal 9 Meter großen Leinwand und ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, um die neue Version von Elite Cut zu präsentieren. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie sich überraschen und kommen Sie mit auf eine Reise in die Zukunft, wo wir zeigen, wo eine Vision zur Realität wird. Viele kennen Elite Cut schon über viele Jahre und Sie wissen, Usability ist uns immer sehr wichtig. Und Usability haben wir in der Vergangenheit sehr viel in der Funktionalität gesehen. Aber Usability ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch, wie findet man Funktionen? Wie findet man sich in der Software zurecht? Und das ist das User Interface. Und wir haben uns vorgenommen, wenn Menschen 8 Stunden am Tag vor dem Bildschirm sitzen und mit Elite Cut arbeiten, dass wir ihnen die angenehmste User Experience in der ganzen Branche ermöglichen wollen. Und deshalb haben wir uns in der Version 16 vorgenommen, das User Interface komplett neu zu überarbeiten. Wer vor 2 Jahren hier war oder Elite Cut kennt, das ist die Version 15 mit der Benutzeroberfläche, so wie Sie sie kennen. Elite Cut hat eine lange Geschichte, über mehrere Jahrzehnte, ist ständig gewachsen. Einige Elemente sind nicht mehr zeitgemäß und bedürfen einer Überarbeitung. Und ein Beispiel sind die Icons, mit denen man Funktionen findet. Jeder kennt Drucken, ja? Aber die Bildschirme werden immer höher aufgelöst, 4K, 8K, wir haben hier 8K-Projektion, dann werden sie pixelig. Pixelig ist unscharf, es sind Pixelgrafiken. Was bedeutet das? Wie kann man das lösen? Ganz einfach. Man muss jedes Icon als Vektorgrafik zeichnen. Eine Vektorgrafik ist eine Liniengrafik, die ist auch bei hohen Auflösungen scharf. Hier zum Beispiel der Drucker, wird aber auch gleich anders dargestellt. Also wir haben alle Icons neu gezeichnet als Vektorgrafiken in scharfer Auflösung. Zum Beispiel auch die Treppen oder das Geländer.
und gleichzeitig nicht nur neu nachgezeichnet, sondern auch verständlicher und einfacher gemacht. Das sind die neuen Icons in EliteCAD und ich zeige Ihnen jetzt noch einige Elemente aus dem Benutzerinterface, die Ihnen bekannt sind. Es darf sich auch nichts ändern, weil jeder weiß, was Speichern bedeutet, was Drucken bedeutet, was Öffnen bedeutet. Diese Symbole sind wiedererkennbar. Das heißt, man findet sich sofort wieder zurecht. Sie sind aber eleganter, einfacher und schöner. Einige sind von der Größe her anders geworden. Wir wollen auch die Bildchen schön gut erkennbar haben. Große Auflösungen, große Symbole. Und die Eingabezeile wurde trotzdem noch überarbeitet, nämlich sie ist auch jetzt interaktiv. Man bekommt in der Zeile auch Informationen, das heißt auch Abläufe wurden verbessert. Beispiel Eigenschaften, wir haben also nicht nur die Icons in den Funktionen, sondern auch in den Menüs, also da kommen noch mal viele zusätzliche Icons dazu, diese wurden auch überarbeitet. Die typischen Funktionen zum Erstellen von Bauteilen wurden aneinander angeglichen. Räume schauen immer gleich aus, die Objekte schauen immer gleich aus, es passt alles zusammen, auch von den Farben. Manche Icons sind zusammengesetzt mit bestimmten zusätzlichen Modifiern, nennen wir sie, also Zusatzsymbolen. Auch diese sind durchgängig einheitlich an allen Stellen immer gleich und immer besser erkennbar geworden. Jetzt gibt es auch noch die Dialoge mit großen Grafiken. Ja, auch diese wurden als Vektorgrafiken gezeichnet und auch diese wurden sauber nachgezeichnet und teilweise optimiert. Größen angepasst, Begriffe angepasst, wie man es aus Windows kennt, übernehmen statt setzen und ähnliches. Gleiche Farbgebung überall. Alle Stellen wurden erneuert und so präsentiert sich die neue Benutzeroberfläche mit den neuen Symbolen. Und jetzt schauen wir uns die Oberfläche mal aus einer ganz anderen Perspektive an, nämlich in den kleinen Überflug. EliteCAD ist eine sehr umfangreiche Software. Wir haben über 1000 Funktionen, viele Einstellungen, viele Dialogfenster. In Summe gibt es 4000 Grafiken, die in der Version 16 überarbeitet wurden. 4000 Mal neu gezeichnet. Alle mit einheitlichen Farben. Alles, was blau ist, ist die Akzentfarbe. Da wird man darauf hingewiesen, da ist etwas zu tun. Um diese Dinge geht es. Dann die Farben reduziert, aneinander angepasst, durchgängig in allen Bereichen. Und ein lang gehegter Wunsch unserer Anwender ist der Dark Mode. Der Dark Mode, dunkler Hintergrund mit den Icons. Man kann aber nicht die Icons einfach nehmen mit schwarzen Linien, man würde sie nicht sehen. Wir brauchen weiße Linien auf schwarzem Hintergrund. Hat unsere Grafikabteilung besondere Freude gehabt, weil wir haben jetzt nicht 4000, sondern 8000 neue Bilder. Auch hier die Farben sind anders. Sie sind kräftiger, heben sich besser ab und so sieht EliteCAD 16 im Dark Mode aus. Ja, damit, wenn es mal später wird im Büro am Abend, der Dark Mode ist sehr angenehm zum Arbeiten und man gewöhnt sich sehr schnell an die dunkle Oberfläche. Es gibt aber auch Menschen, die wollen nicht nur hell oder dunkel, es gibt auch Farben dazwischen. Es gibt 7 neue Oberflächenstile im Windows-Standard, im Office-Standard. Damit kann man auch neue Oberflächenstile wählen. Ja, also hat sich sehr viel getan in der Benutzerführung. Es heißt aber nicht, Sie müssen alles neu lernen. Die Icons sind an derselben Stelle. Man findet sich sofort wieder zurecht. Das eine oder andere wurde optimiert, aber im Wesentlichen kann man sofort damit loslegen. Beim Arbeiten gibt es aber noch eine ganz, ganz wesentliche Verbesserung, nämlich den intelligenten Funktionsassistenten. Das ist ein Eingabefeld in der Titelzeile. Und wir schauen uns jetzt in einem ganz kurzen Video an, wie schnell man damit arbeiten kann. Und zwar erstellen wir in etwas rascher Zeit ein kleines Haus und beginnen da oben mit den Aktionen, die man tun will. Wir fangen an mit den ersten Worten Wand und bekommen sofort alle möglichen Funktionen vorgeschlagen. Damit kann man Schritt für Schritt die Dinge tun, ohne ins Menü zu klicken, ohne in den Werkzeugleisten zu suchen. Das ist dann hilfreich, wenn man Funktionen nicht oft braucht oder wenn man neu mit EliteCAD zu arbeiten beginnt. Man kommt sofort hinein, man findet sofort die Funktionen, indem man die ersten Buchstaben des Namens schreibt. Eine Innenwand oder wir definieren jetzt eine Eingangstür, erstellen die Tür und beachten Sie bitte, es wird immer nur in diesen Funktionsassistenten geschrieben und nie ins Menü geklickt. Wir stellen einen Raum
können auch die Darstellung ändern. Also es sind nicht nur Funktionen zum Zeichnen. Die Kamera ändern. Jetzt wollen wir dann noch ein Fenster setzen. Alles geht über diesen Funktionsassistenten. In ganz wenigen Schritten kommt man zum ersten kleinen, einfachen Gebäudemodell. Als kleine Aufwärmübung heute beginnen wir mit einem einfachen Modell. Wir speichern eine IFC-Datei und wir machen einen Schnappschuss. Damit haben wir, ohne ins Menü zu klicken, ohne in Werkzeugleisten zu suchen, ein erstes Gebäude erstellt. Das wäre der erste Schritt. Gut, ich darf als nächstes an die Kollegin übergeben. Als Basis für die Inhalte des heutigen Abends, beziehungsweise einem Teil davon, möchte ich ein Projekt vorstellen, das Carré 86 von der Axiomatics GmbH. Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit 18 Wohneinheiten in Saarwellingen. Es befindet sich derzeit im Bau. Es verfügt über eine Tiefgarage und Außenstellplätze. Auf 3 Geschossen finden hochwertige sowie technisch und energetisch auf dem neuesten Stand ausgestattete Wohnungen Platz. Alle Wohnungen verfügen über Terrassen mit Gartenanteil, Balkone oder Dachterrassen. Und das Projekt entspricht dank energieeffizienter Bauweise dem KfW 55 Standard. Es hat einen großzügigen Außenbereich. Geplant, wie erwähnt, von der Axiomatics GmbH. Wir haben den Architekten und langjährigen Kunden Power-User Rolf Wilmes heute auch unter uns. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal sehr herzlich für das zur Verfügung stellen des Projektes bedanken. EliteCAD. Seit Jahren bekannt für effiziente BIM-Modellierung. Bei der Entwicklung neuer Versionen ist der Anspruch an uns und auch an unsere Software, Entwurfsprozesse für unsere Anwender, also für euch, so einfach und so effizient wie möglich zu gestalten. Den Leitspruch, den wir heute gehört haben, dieser Leitspruch spiegelt sich in allen Facetten sowie auch im Kern der neuen Version 16 wider. Was das bedeutet, möchte ich euch jetzt im nächsten Block zeigen, dem Block effiziente BIM-Modellierung. Wir beginnen, indem wir mal die neue Version starten, EliteCAD Architektur 16. Beginnen mit einer Projektvorlage. In der Projektvorlage ist schon alles fertig eingestellt, Geschossinformationen, Baukörpereinstellungen und so weiter. Wir geben noch den Namen des Projektes an, das wir jetzt anlegen möchten, das Carré 86. Und Ableitungen, Grundrisse, Pläne, erste Schnitte sind schon voreingestellt. Man kann jetzt schon mit der Projektierung, mit der Projektarbeit beginnen. Wir beginnen mit einem ersten Lageplan, den wir uns reinlegen. Und im Bereich der Achsraster hat es in der Version 16 einige Erweiterungen gegeben. Früher war es bei größeren Projekten manchmal etwas aufwendig, mit mehreren Achsrastern zu arbeiten. Jetzt in der Version 16 Achsraster mit variablen Abständen und Wiederholungsgruppen in nur einem Objekt. Schnell und einfach können die Werte eingegeben werden in der Maske, bestätigt werden, und wir setzen uns jetzt einen neuen Achsraster hier in dem Bereich der Außengrenze des Grundstücks ab. Neue Achsraster in EliteCAD, variable Abstände mit neuen Datensätzen, die man einfach verwenden kann, und schöner Beschriftung. Und zum Thema schöner, kleiner Spoiler, werden wir heute noch ein wenig öfters hören. Gleich geht es weiter. Wir erzeugen auch schon auf Basis dieses Achsrasters und mit der Hilfe eines einfachen Polygons, also einer Linie, einer Außenkontur, Umrisse von einem Gebäude, und mit der Funktion Gebäude automatisch aus einem Polygon erstellen, erzeugen wir auf Basis der eingestellten Projekteinstellungen, der Höheninformationen ein voll parametrisiertes, bemaßtes BIM-Gebäudemodell auf LOD 100
bereit für den Austausch, den ersten Austausch mit den Projektpartnern. Schnell und einfach in nur wenigen Schritten. Als nächstes beginnen wir die Fassade, die Gebäudefluchten, die Außenwände, die Geschossdecken zu modellieren, einfach mit den Elite-CAD-Funktionen wie bekannt. Wir reduzieren die äußere Fassade, wir detaillieren Außenwände, wir erzeugen uns ein Gelände oder laden uns ein Gelände von extern rein. Wir modellieren das Dach, alles mit bekannten Elite-CAD-Funktionen. Diese Bauteile, die wir hier verbauen, Fenster, Türen, Öffnungen, im weiteren Schritt sehen wir jetzt auch im Innenbereich das Ausdetaillieren der Räume mit den Bodenbelegen, Bodenaufbauten, Wandbelegen. Alle diese Bauteile sind parametrisch und mit Intelligenz versehen, mit Informationen belegt. Das heißt, in dieser Phase machen Sie BIM, ohne es vielleicht zu beabsichtigen. Ja, Sie möchten vielleicht in dieser Phase entwerfen, designen. Trotzdem entsteht in dieser Zeit im Hintergrund schon die Intelligenz des Modells, ohne dass Sie es vielleicht beabsichtigt haben. Und das Ergebnis sehen Sie hier, ein ganz schneller Gebäudeentwurf, so wie ihn EliteCAD-Anwendern seit Jahren kennen. Das war jetzt mal die erste Aufwärmübung, der Einstieg in die EliteCAD-Entwurfsplanung und jetzt legen wir los. Das erste große Feature der neuen Version EliteCAD Architektur 16, ein lang gehegter Wunsch von euch. Und jetzt liefern wir. Wir haben euch gehört. Die Türen mit Teilungseditor. Türen mit Aussparungen, mit Seitenteilen, mit freien Konturen, mit Oberlicht, Labortüren mit runden Ausschnitten. Alles frei, konfigurierbar, voll parametrisch, analog, wer es kennt, vielleicht zu dem Objekt der Fenster in EliteCAD. Auf Worte folgen Taten. Platzieren wir mal so eine neue Außentür in diesem Eingangsbereich des Projektes. Wir wählen eine neue Tür aus zahlreichen neuen Datensätzen, die natürlich mitkommen, und platzieren sie, wie wir es aus EliteCAD kennen, einfach mit wenigen Klicks. Im Gehen-Modus, ein schöner neuer Knopf, ein bisschen größer, jetzt unten auch in der Eingabezeile, sehen wir uns das Ganze ein bisschen an und klicken mal drauf. Die Maske öffnet sich, die wurde jetzt auch überarbeitet, auch an jene Objekte der Fenster angepasst, inklusive neuem Teilungseditor. Dieser Teilungseditor bietet sehr schnell die Möglichkeit, einzelne Teile der Tür zu attributieren, die Zarge, die Teilungen, und hier kommt auch das neue Feature, der Teilungsassistent. Den kann man einfach wählen und aus einer Vielzahl möglicher Türvariationen mal vorauszuwählen. Ich möchte einen Seitenteil, ich möchte ein Oberlichte, ich möchte 2 Seitenteile, wie man zum Beispiel hier sieht, vielleicht noch eine Oberlichte drauf, egal. Ja. Sie können hier kreativ sein, sich mal die Grundform aussuchen und dann können Sie weiterer Kreativität freien Lauf lassen. Schöne Türen mit nur wenigen Klicks. Und auch wir haben so die Idee von eigenen schönen Türen und deswegen haben wir 9 fixfertig vorkonfigurierte Datensätze in die Version mit aufgenommen. Neue Außentüren mit Seitenteilen, mit verschiedensten Arten von Aufteilungen. Neue Innentüren, neue Eingangstüren, wie man hier zum Beispiel sieht. Innentüren mit Aussparungen, rechteckig oder auch beliebige Kontur ist möglich. Eine klassische Labortür mit einem runden Ausschnitt, hier ein freier Ausschnitt. Neue, moderne Türen, fix voreingestellt, einfach nur auswählen und verwenden. Und wenn Sie es noch individueller möchten, kein Problem. Sie kopieren sich den Parametersatz, ändern das nach Ihren Wünschen und schon haben Sie Ihre eigene Variante erzeugt. Die neuen Türen in EliteCAD. Bleiben wir doch bei den Türen. Dieses Mal eine Innentür. Die haben natürlich Informationen, Sie kennen das, ihr kennt das, ich mache das jetzt absichtlich, ihr kennt das aus der Version 15. Ja, wir haben da ein großes Thema der Attributierung gehabt und wir übernehmen jetzt einfach diese Information von dieser Innentür und kopieren diese Tür. Und was nehmen wir gleich mit?
den sogenannten Attributstempel aus der Version 15. Einfach mit absetzen in nur einem Schritt. Das heißt, entwerfen und dokumentieren mit nur einem Klick, genau nämlich zu dem Zeitpunkt, wo man die Tür sowieso schon absetzt. Das bringt in dem Moment keinen großen Mehraufwand, aber im Nachhinein, wenn man dann in der Ausfertigung ist, spart es natürlich eine Menge an Arbeit, dass ich nicht jetzt nochmal alle Türen einzeln manuell ausfertigen muss. Die Information ist schon direkt am Objekt abgelegt. Auch beim Parameter übertragen haben wir Erweiterungen für euch, ein oft gestellter Wunsch, gehörter Wunsch, wenn man so eine Eigenschaften von einer Tür auf andere überträgt. Hier kann man eine Auswahl machen, was man da übertragen möchte, das ist eine lange Liste. Und diese Auswahl, die man hier trifft von Werten, die man übernimmt, die wird jetzt einfach für jede Objektart gemerkt. Frei nach dem Motto, wenn man es nochmal macht, mache dort weiter, wo du aufgehört hast, im Sinne der Usability. Erweiterte Treppen, das nächste große Feature. Bisschen Selbstkritik an der Stelle. Alle von euch, die die Treppenmaske kennen, sie hat doch ein bisschen anders ausgesehen als der Rest der Oberfläche und deswegen haben wir einfach jetzt mal die Oberfläche an jene aller anderen Objekte angeglichen. In dem Fall nach dem Motto, ja, Räder funktionieren eigentlich gut, man muss ja nicht neu erfinden. Aber nicht nur diese Kleinigkeit, ja, natürlich haben wir auch andere Erweiterungen bei den Treppen, zum Beispiel neue Datensätze für Treppen, neue Arten von Treppen, auch neue Arten von Geländer, zugehörige Geländer, moderne Treppen und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier diese Treppe nach unten, sehen uns ein wenig im Projekt um und hier kann ich euch gleich die neue Oberfläche zeigen. Die sieht jetzt aus wie alle anderen Objekte auch. Also alle, die vielleicht die Oberfläche noch nicht kennen, ja, vorher hat es anders ausgesehen, jetzt sieht sie aus wie alle anderen Objekte im Sinne der Usability. Man weiß sofort, wo was ist und kann sehr effizient und schnell damit arbeiten. Geländer, hier hat es neue Erweiterungen gegeben, Geländerüberstand oben, unten, jetzt separat in einer Länge einstellbar und auch, ob das einen Knick haben soll oder nicht. Und wenn wir wieder zurück nach oben gehen, sehen wir eine kleine Variation der neuen fixfertigen Datensätze, die mitgeliefert werden. Unter anderem auch die Stahltreppe. Das ist eine Stahltreppe aus seitlichen Wangen mit einem frei zu definierenden, zu wählenden Profil. Kommen wir zu den Wänden. Auch hier haben wir bei den Parametern einige neue Parameter hinzugefügt. Wir haben Datensätze überarbeitet und es gibt neue Vorschlagswerte für Wandstärken. Und wenn wir bei den Parametern bleiben, wir haben auch eine Deckenrandschalung, ein Parameter für eine Deckenrandschalung hinzugefügt. Das ist in den meisten Fällen ein druckfester Schaumstoff. Einfach auswählen und damit zeichnen. Nächstes großes Highlight meiner Meinung nach, automatische Drainageboden. Also die Berechnung eines Gefälles nicht gleichmäßig, sondern hin zu einem einzelnen Punkt oder zu einer Öffnung. Hat man theoretisch auch jetzt schon machen können, wenn Sie das im 3D mit den verschiedenen Verschneidungen hinbekommen und sich dann alle Ecken, Kanten und auch wirklich treffen. Jetzt ganz einfach, man selektiert einen Punkt und der Rest erfolgt vollautomatisch. Ich starte mal mit einem praktischen Beispiel, hier in einem Badezimmer. Wir haben hier einen Duschbereich, wir wollen hier einen Abfluss parametrisieren. Es ist auch schon etwas vorgesehen, man sieht schon, wo der Abfluss dann sein soll. Und hier haben wir für den Boden in dem Fall die Möglichkeit, das Gefälle über einen Punkt zu konfigurieren, 2% Abfluss, dass das Wasser weiß, wo es hinrinnen muss. Und jetzt braucht man nur einen Punkt wählen oder in unserem Fall einen Bodenschlitz, Deckenschlitz oder Fußbodenaussparung. Und wer jetzt blinzelt, hat es verpasst. Das war's. Ja, man klickt in die Öffnung rein und der Rest erfolgt vollautomatisch. Das heißt, alle schrägen Flächen, die sich dadurch in dem Raum oder in dem Bereich ergeben, wie auch immer der gestaltet ist, wird automatisch berechnet. Die Kanten treffen sich alle im 3D und man ist mit der Aufgabe fertig. Alles vollautomatisch mit nur einem einzigen Klick. Ich glaube, schneller geht das nicht. Heute komme ich von einem tollen Feature zum nächsten. Raumdecken, eines meiner Lieblingsfeatures. Raumdecken im 3D mit einer einzelnen, simplen Checkbox. Vollparametrisch, mehrschichtig, wenn Sie möchten, also abgehängte Decken,
auswertbar und als Ergänzung für das intelligente Raumobjekt. Das sind die neuen automatischen Raumdecken in EliteCAD 16. Und wie einfach das ist, möchte ich euch jetzt anhand eines kurzen Beispiels zeigen. Badezimmer, wir blenden mal aus, was wir gerade nicht benötigen. Die Außenwände geben wir mal weg an der Stelle. Diese Vormauerung auch. Wählen den Raum, mehrschichtiger Raum. Und wir haben jetzt im Raum eine Option, 3D-Decke. Wählen, okay, fertig. Das war's. Ein Klick und die parametrische Raumberechnung macht jetzt auch die Decke mit. Inklusive, wir sehen es hier auch, Deckenschlitze, Deckenöffnungen. Und jetzt haben wir ein Problem, wenn man sieht es von oben, eben man sieht es nicht mehr, irgendwie verdeckt das Ganze, kein Problem. Intelligente Sichtbarkeitssteuerung, entweder per Shortcut, ganz schnell, per Ansichtseinstellung und man kann durchblicken. Man muss ja auch irgendwie auf das Praktische denken, beim Arbeiten würde diese Decke ja eigentlich stören. Kein Problem, Shortcut und man kann durchschauen. Aber nicht nur das Durchschauen, man muss ja auch irgendwie durchselektieren können, wäre ja dann störend, wenn dann immer wieder diese Decke jetzt mitkommt. Kein Problem, wählt man den Raum, will man sie ja haben. Wählt man durch den Raum durch, zum Beispiel hier auf das Waschbecken oder auf die Mauer dahinter, dann selektiert man durch diese Raumdecke durch. Schnell und einfach. Und ich denke, ja, freier Schichtaufbau, natürlich, wie man es vom Fußboden her kennt, ja, abgehängte Decken, verschiedene Schichten, alles natürlich parametrisch, alles mittels Parameter übertragen, natürlich duplizierbar. Und auch das ist jetzt so der Hinweis für all jene, die schon mal sehr, sehr viele Raumdecken haben konstruieren müssen, verschiedenste Räume und dann vielleicht irgendwelche Höhenänderungen sich ergeben haben und sie das alles händisch nachziehen haben müssen. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Alles vollparametrisch, Sie ändern irgendeine Raumhöhe und alles andere geht mit. Ich denke, alle Modulbauer unter Ihnen, unter euch oder alle, die größere Projekte planen werden, dieses Feature lieben. Wir haben nun also ein intelligentes Gebäudemodell mit unzähligen neuen, schönen Türen. Es hat viele Informationen und wir wollen diesen Massen und Mengen nun auch auswerten und ermitteln. Das Ergebnis dieser automatischen Massenermittlung ist ein interaktiver, bidirektionaler Nachweis. Es ist eine Visualisierung der berechneten Daten, der berechneten Mengen. Es erfolgt direkt im Modell und mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Reports. Ein Klick ins Modell haben wir eine Darstellung in der Auswertung und bei einem Klick in die Auswertung wird es sofort im Modell hervorgehoben. Man hat also jederzeit eine intuitive und vor allem auch grafisch nachvollziehbare, schnelle Kontrolle für die berechneten Daten. Die Berechnung der Daten erfolgt auf länderspezifischen Regeln und Einstellungsmöglichkeiten, den Auswertungsstammdaten. Ja, und auch im Bereich der Auswertung gibt es zahlreiche Neuerungen. Wir haben es gerade gehört, Auswertungsstammdaten. Ihr kennt diese, global im Projekt einstellbar, über alle Projekte hinweg gleich, normabhängig, DIN, ÖNorm, SJA und so weiter. Ab der Version 16 habt ihr jetzt nun die Möglichkeit, diese Stammdaten auch projektbezogen zu übersteuern. Warum das Ganze? Natürlich gibt es behördliche Vorgaben einzuhalten. Ja, wie groß darf ich bauen, wie hoch darf ich bauen? Und diese sind natürlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich und deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, diese globalen Vorgabewerte projektbezogen und auch regionsbezogen zu übersteuern. Starten wir mal mit einem Bebauungsplan. Man sieht hier in dem linken oberen Bereich blau hinterlegt schön die Gebäude, die Baugrenze, wo wir bauen dürfen, auch die Flächenwidmungen farblich hervorgehoben, aber auch oben aufgelistet etwas mit WA und GAZ und GH, also die Grundflächenzahl 0,4 und auch eine Gebäudehöhe von 12,5. Das sind Kennwerte, die behördlich vorgegeben sind. Ja, wir dürfen nicht größer bauen als einen gewissen Faktor, wir dürfen nicht höher bauen als in dem Fall diese 12,5 Meter. So, und EliteCAD bietet ab jetzt die Möglichkeit, automatisiert diese Zahlen zu berechnen und diesen Grenzwerten gegenüberzustellen und bei Überschreitungen sofort zu benachrichtigen, da wurde gerade vielleicht etwas zu hoch oder zu groß gebaut.
Stammdaten. Ja, das sind die globalen Stammdaten, die kennt ihr. Was ist jetzt neu? Wir haben für die Projektoptionen jetzt eine eigene Einstellmöglichkeit für in Deutschland Gemarkung Flur, Flurstück, ja, in Österreich Katastralgemeinde, Grundstück und Einlagezahl, sowie auch die Eingabemöglichkeit, wie groß soll denn das Grundstück werden, beziehungsweise die behördlichen Vorgabewerte, regionale Vorgabewerte, wie groß darf ich bauen und wie hoch darf ich bauen. Und das sind diese zwei Kennwerte, die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl, GRZ und GFZ. Das sind Faktoren der Grundstücksgröße zu Flächen und zu dem kommen wir gleich. Bei den Optionen, bei den projektbezogenen Stammdaten sehen wir jetzt die Möglichkeit, diese zu übersteuern. Und wenn wir sie übersteuert haben, werden die grafisch gelb hervorgehoben. Das heißt, man sieht sofort, hier habe ich Abweichungen zum Standard. Tooltip, glaube ich, sieht man auch. Dieser Wert ist aktiv, dieser Wert wäre es gewesen. Man hat jederzeit die Möglichkeit, aber wieder zurück zum Standard zu gehen, diese Übersteuerung wieder zu eliminieren. Und man hat auch die Möglichkeit, diese Projekteinstellungen gesammelt oder auch einzeln, wenn man möchte, die ganzen Stammdaten als Ganzes zu exportieren und wieder zu importieren, im Sinne der Parameter oder im Sinne der Übernahme auf andere künftige Projekte. Hier sehen wir auch noch eine Möglichkeit für eine regionsabhängige Speicherung. Man hat also eine Auswahlmöglichkeit, dass man das Ganze regionsweise auch noch untergliedert. Für die Geschossoptionen haben wir eine eigene Maske. Die sind unter anderem relevant, um festlegen zu können, was sind Vollgeschosse in meinem Plan, den ich habe, von dem Objekt, das ich plane. Also was ist der Mindestanteil der Fläche über Grenzhöhe, Mindesthöhe an sich, mittlere Höhe über Erdlänge und so weiter. Lauter Einflussfaktoren, normabhängig unterschiedlich auszufüllen, kann man hier festlegen. Und das sind die Kennwerte, die für die Berechnung der Vollgeschossigkeit herangezogen werden. Effizient in einer Maske einzugeben und diese Werte werden wir in Folge dann verwenden. Vollgeschossigkeit. Wie gerade gesagt, Vollgeschosse sind zum größten Teil über der Erde, über einer gewissen Erdlinienhöhe und bis zu einem gewissen Grad vollständig ausgebaut, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Dachgeschossen oder Staffelgeschosse, die ein wenig eingerückt sind. Und auch hier bietet der LITECAD, wie wir es gerade vorher kurz in der Übersicht gesehen haben, wieder eine schnelle grafische Kontrolle der in der Auswertung berechneten Werte und Flächen. Man klickt in den Auswertungsmanager, das ist die Maske hier, auf einen berechneten Wert, Vollgeschossfläche für das Erdgeschoss und sieht sofort in blau hervorgehoben, welche Flächen hier dazugehören. Bei den Formeln kann ich sogar noch detaillierter gehen. Ich klicke auf eine Rechtechtsformel und sehe sofort, wie sich diese einzelnen Flächen aufsplitten in kleinere Flächen. Das heißt, man hat sofort den grafischen Nachweis, wie es zu diesen Flächen gekommen ist. Jeder, der das schon mal versucht oder hat müssen, selbst zu berechnen und nachzuweisen, der weiß, was das für ein großer Vorteil ist. Aber auch in der Usability hat es hier Erweiterungen gegeben. Man kann jetzt natürlich neue Berichte rausfahren, neue Reports und auch in der Selektion von ganzen Gruppen haben wir Erweiterungen. Man klickt auf die Gruppe, kann alles gesammelt exportieren. Und was ganz kurz noch zu sehen war, man kann jetzt auch nach Geschosse und Baukörper filtern. Für alle Reports, wo es Sinn macht. Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, also die Grundflächenzahl, das ist die vereinigte Grundmenge aller Geschosse projiziert nach unten und die Geschossfläche ist alle Grundflächen aller Vollgeschosse. Kommen wir mal zum ersten. GRZ, die Grundflächenzahl, sehen wir hier projiziert nach unten, die Fläche aller Stockwerke. Und wir haben ja in den Projektoptionen unsere Grenzwerte von 0,4. Und genau dieser Wert wird jetzt automatisiert, berechnet, alle Flächen zusammengezählt und in einem Report den 0,4 gegenübergestellt. Es kommt raus 0,25. Alles ist okay, wir haben keine Überschreitung. Und das Gleiche geht natürlich auch für die Geschossflächenzahl. Hier sind es andere Flächen, hier geht man auf alle Vollgeschosse, hat man auch wieder den grafischen Nachweis, man kann das auch wieder sehr schnell kontrollieren und hat auch wieder im zugehörigen Report für die Geschossflächenzahl den Nachweis, ja, wir haben nicht zu hoch geplant. Leibungsflächen, nicht zu vernachlässigen, werden jetzt separat ausgewiesen und berechnet. Auch hier wieder in der Auswertung die Flächen
oder die Werte sind bidirektional, klicke ich ins Objekt, habe ich die Gegenüberstellung im Auswertungsmanager, klicke ich im Auswertungsmanager, sehe ich, woher diese einzelnen Werte kommen und im Report auch neu ausgewiesen die neuen Leibungsflächen. Zum Beispiel für Gewerke, die darauf angewiesen sind, ja, Putzarbeiten, Malarbeiten und so weiter. Wir haben jetzt in den letzten Minuten gesehen, wie schnell und einfach so ein BIM-Modell in EliteCAD erzeugt werden kann. Im nächsten Schritt wollen wir normgerechte 2D-Daten von diesem Modell ableiten. Das machen wir schon viele Jahre einfach und effizient in EliteCAD. Auch in der Version 16 gibt es wieder viele Neuerungen. Unser Anspruch, alles was automatisierbar ist, übernehmen wir, damit ihr Zeit habt für die wirklich wichtigen Dinge. Was brauchen wir jetzt, um solche Pläne zu erstellen? Wir brauchen ein intelligentes Gebäudemodell. Das heißt, Gebäudemodelle, die Informationen haben, Bauteile, die Informationen in Form von Attributen haben. Hier wurde bereits in der Version 15 die Attributverwaltung geschaffen, das Definieren von freien Attributen für Bauteile. Diese Funktionalität haben wir in der Version 16 wieder deutlich erweitert. Wir können als Beispiel hier dieses Fenster nehmen. Das Fenster hat viele Informationen, wie zum Beispiel eine Nummer. Wir haben hier eine Feuerwiderstandsklasse, Sicherheitsklasse und einen U-Wert. All diese Attribute müssen wir in der Attributverwaltung organisieren. Hier gibt es übrigens auch neue Attribute in der Version 16, zum Beispiel die Nummer. Und die Verwaltung haben wir jetzt deutlich verbessert. Man sieht jetzt bei allen Attributen, ob die aus der Zeichnung kommen oder aus der Datenbank. Wir können die Zeichnungsattribute mit einem Klick in die Datenbank übernehmen und auch später wieder entfernen. Jetzt haben wir so ein Modell erstellt. Wir haben viele Informationen, die möchten wir auch sichtbar machen. Seit der Version 15 geht das mit den Attributfarben. Wir färben unsere Bauteile auf Basis von Informationen ein. Viele von euch nutzen das für das automatische Erstellen von Brandschutzkonzepten. Jedes Bauteil hat eine Brandschutzklasse, F30, F60, F90. Jeder Brandschutzklasse ist eine Farbe zugewiesen und auf Knopfdruck färben wir das Modell ein und wir erhalten automatisch ein Brandschutzkonzept. Die Funktion hat aber auch ihre Grenzen. Folgendes Beispiel: Wir möchten dieses Gebäudemodell einfärben nach dem U-Wert. U-Wert ist ja ein Gleitkommawert, der kann jetzt beliebig viele Werte annehmen, müssten wir jetzt für jeden Wert einen eigenen Stift definieren. Das wäre sehr mühsam eigentlich. In Version 16 haben wir die Lösung dafür, Wertebereiche. Was heißt das? Wir können jetzt Regeln definieren. Beispiel: Alle Bauteile mit einem U-Wert unter 0,5 bekommen eine gewisse Farbe. Die Regeln sind beliebig konfigurierbar, natürlich auch die Farben. Hier habe ich einige Farben ausgesucht. Uns interessiert natürlich die Gebäudehülle, die soll gut gedämmt sein, guten U-Wert haben, wenige Klicks, wenige Regeln und das Gebäude ist visualisiert. Nächstes Beispiel. Wir haben bereits vom Haustechniker ein IFC-Modell bekommen mit der Haustechnik, Gebäudetechnik und möchten jetzt diese Gebäudetechnik mit unserem BIM-Modell abgleichen, koordinieren und färben die Haustechnik blau ein. Der Rest soll grau bleiben. Irgendwie nicht so zufriedenstellend. Wir sehen zwar die Wärmepumpe, die ist blau, aber der Rest von der Haustechnik, der ist ja im Gebäude und den sehen wir gar nicht. Auch hier haben wir in Version 16 eine Lösung, neuer Transparenzmodus. Zusätzlich zu den Attributfarben können wir jetzt für alle Bauteile eine Transparenz schalten, also für die eingefärbten Bauteile und für die Restobjekte. Die sind frei konfigurierbar mit Schiebereglern und so hat man mit einer Ansichtseinstellung eine schöne Übersicht über das Modell. Man sieht die ganze Haustechnik, die Sanitäranlagen. Kann man auch als Stilmittel für Pläne verwenden oder auch zur Kontrolle. Nächstes Beispiel, Türnummerierung. Wir haben ein Gebäudemodell, wir wollen alle unsere Türen mit einer gewissen Nummer versehen. Die Nummer soll natürlich dem Geschoss entsprechen, also beginnend mit 0 für das Erdgeschoss, 1 für den ersten Stock und so weiter. Definieren uns Attributfarben, schalten die Ansicht, Farbe nach Attribut, nehmen die Nummer, der Rest soll transparent sein und jetzt sollte eigentlich in jedem Geschoss jede Tür die gleiche Farbe haben. Erdgeschoss, korrekt, erster Stock fällt uns schon auf, hier ist eine Tür, die ist rot. Woran liegt das? Bitte kurz Blick nach rechts oben, Eigenschaftenmanager, man sieht, hier ist noch gar keine Nummer vergeben. Können wir schnell korrigieren
und die Tür ist richtig eingefärbt. Nächster Stock. Auch hier wird uns ein Fehler auffallen. Aha, die Tür ist blau. Woran liegt das? Beginnt mit 0. Haben wir wahrscheinlich vom Erdgeschoss raufkopiert. Falsche Nummer. Einmal korrigieren und in Echtzeit wird die Tür korrekt eingefärbt. Also so schnell kann man auch beim täglichen Arbeit die Funktion nutzen zur Kontrolle. Attributstempel, wir haben es vorher schon gesehen, also die intelligente Beschriftung von Bauteilen auf dem Plan oder im Modell. Auch hier haben wir in der Version 16 einiges erneuert. Wir haben neue Attributstempel definiert für häufige Aufgaben, wie zum Beispiel das Nummerieren von Türen. Die Türen, die haben ja schon eine Nummer, die möchten wir nur mehr im Modell sichtbar machen. Was brauchen wir dazu? Attributstempel, Drag and Drop auf das Türobjekt und die Information ist im Plan abgesetzt. Wichtig, die Information ist kein Text, sondern es ist ein intelligentes Beschriftungselement. Ändern wir jetzt was an dem Türobjekt, wird das automatisch mit aktualisiert. Das heißt, es gibt kein nachträgliches Korrigieren von Plänen, von Ansichten, von Schnitten. Einmal die Information im Modell ändern, alles ist aktuell. Beschriften von Räumen in Schnitten, ein lang gehegter Wunsch, in der Version 16 jetzt Realität. Dazu brauchen wir zuerst einen Gebäudeschnitt. Wir legen uns eine Schnittlinie durch das Gebäude, einfach und mit wenigen Klicks, wie seit vielen Jahren in EliteCAD bekannt. Einmal quer durch das Gebäude schneiden, geben noch die Schnittrichtung an. Gebäudeschnitt ist erstellt. So, jetzt wollen wir alle Räume in dem Schnitt beschriften, und zwar nicht mit Texten, sondern mit intelligenten Beschriftungen. Einmal Raumstempel auswählen, Bauteil anklicken und die Informationen werden automatisch vom Raumobjekt ermittelt und im Schnitt abgesetzt. Ändert sich später was am Gebäudemodell, werden diese Beschriftungen natürlich wieder automatisch aktualisiert. Es gibt keine manuellen Korrekturen. Raumschrafffuren in Plänen, in Grundrissen. Viele von euch nutzen das als Stilmittel für schönere Pläne. Bis jetzt eine globale Einstellung in der Version 16, Ansichtseinstellung. Wir können das einfach pro Ansicht ein- und ausschalten. Auch die Raumstempel, die Beschriftung ist jetzt zweiteilig möglich. Vermaßen von Bauteilen. Viele von euch, die benutzen ja die automatische Maßfunktion beim Baukörper erstellen, spart viel Zeit in der täglichen Arbeit. Wäre es nicht schön, wenn die auch für alle Bauteile funktionieren würde? Wir haben es heute schon gehört, nie wieder was wäre wenn, gilt auch für die Objektvermaßung. Version 16, wir möchten hier die Außenwand vermaßen. Alles, was wir tun müssen, ist, wir rufen den neuen Assistenten auf. Hier sind bereits alle Maßparameter voreingestellt. Wir vermaßen hier die Außenwand, die Wandachsen und die Öffnungen. Ein Klick aufs Bauteil, alle Maßketten automatisch erstellt. Ich glaube, die Praktikanten werden sich freuen. Funktioniert für alle Bauteile, also Wände, nicht nur für die Bauteile in der Architektur, auch für die Bibliotheksteile, also für die Innenarchitekten unter euch. Ihr wollt Bibliotheksteile vermassen, alles, was ihr braucht, ist ein Bibliotheksteil mit einer 2D-Kontur. Nehmen zum Beispiel diese Couch, verwenden wieder den intelligenten Assistenten. Ein Klick über den einfachen Assistent auf die Gebäude, also auf die Kontur des Bibliotheksteils und die Maßketten sind erstellt. Thema Ansichten. Wir sehen hier zwei Ansichten im Vergleich, oben, unten. Was fällt uns auf? Vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel. Wenn man genauer hinsieht, unten etwas schönere Farbverläufe, schönere Transparenzen bei den Fenstern, aber im Großen und Ganzen relativ ähnlich. Viel wichtiger ist, was man nicht sieht. Die obere Ansicht wurde mit Version 15 erstellt, in hoher Bildqualität, Bildberechnung 1 Minute. Version 16 3 Sekunden. Woran liegt das? Wir haben eine neue Auflösungseinstellung, eine Darstellungsart für Ansichten, die Shader-Darstellung. Ihr kennt sie vielleicht bereits aus der Visualisierung. Shader-Darstellung verwendet die Grafikkarte optimal, ermöglicht Effekte wie Gras, Wasser, Echtzeitreflexionen. Die haben wir jetzt in der Ansichtseinstellung. Dadurch, dass wir jetzt so hoch aufgelöste und schöne Ansichten erstellen können, haben wir uns auch entschlossen, die Ansichtseinstellung
die Auflösung in die Ansichtseinstellung zu nehmen. Das heißt, wir sind nicht abhängig von der Bildschirmauflösung, wir können das frei konfigurieren. Weiters haben wir die Farbeigenschaften in die Ansicht gegeben. Das heißt, wenn wir Pläne macht mit ganz vielen Linien, man kann nichts mehr erkennen, kann man hier ein eigenes Farbschema für die Szene definieren. Irgendwann kommen die Ansichten dann auf den Plot. Dort gibt es natürlich einige Änderungen und es entstehen Revisionen. In der Version 16 beliebig viele Revisionen, kein Limit mehr bei 8 Revisionen. Kommen wir nun zu einem meiner persönlichen Highlights der Version 16, Wandabwicklungen. Ich weiß, heute sind einige der Top-Innenarchitekturbüros in Österreich im Raum. Diese Funktion ist speziell für euch. Ich darf jetzt kurz die Regie bitten, auf die Bodenprojektion umzuschalten. Wir haben hier einen Grundriss 1:1. Die hinteren Reihen dürfen gerne aufstehen. Und vielleicht für einen Größenvergleich darf ich den Herrn in der ersten Reihe, Florian, magst du kurz mitkommen? 1:1 Projektion von einem Grundriss eines Badezimmers. Und wir erstellen die Abwicklung in wenigen Schritten. Erste Wand. Man fühlt sich wohl im Badezimmer, was sagen Sie? Drehen einmal den Grundriss, holen uns die nächste Projektion. Ja, das WC ist jetzt vielleicht etwas tief, das müssen wir noch korrigieren. Auch oben, die parametrische Raumdecke ist bereits eingebaut. Man kann die Waschmaschine, den Trockner kann man gut erreichen, glaube ich. Drehen den Grundriss nochmal und holen uns die dritte Seite der Wandabwicklung. Fühlt man sich gemütlich, oder? Passt? Und so wird eine Wandabwicklung erstellt. Danke. Also das Prinzip, wie es funktioniert, wissen wir jetzt. Wie kann man sowas in EliteCAD erstellen? Wir möchten jetzt von einem Wohn-Esszimmer eine Wandabwicklung erstellen. Das ist bereits in EliteCAD ausdetailliert. Wir haben schöne Bibliotheksteile gesetzt. Unser Ziel, Wandabwicklung von 4 Seiten, keine Bauteile durchschneiden und das soll später auf den Plot kommen, aufgeteilt auf 2 Zeilen. Das ist die Aufgabe. Los geht's. Wir erzeugen eine neue Schnittgruppe. In der Schnittgruppe definieren wir jetzt einen neuen Schnitt, und zwar einen neuen Schnitttyp in der Version 16, der begrenzte, abgesetzte Schnitt. Wir können jetzt eine Höhenbegrenzung für oben und unten separat definieren. Das heißt, wir müssen später nicht mit Abdeckschraffuren arbeiten. Die Höhenangabe müssen wir gar nicht machen, wir können es auch später über das Raumobjekt automatisch ermitteln lassen. Ist alles eingestellt. Definieren jetzt eine Schnittlinie, einmal quer durch den Raum, 3 Klicks, Schnitt wird abgesetzt, Richtung noch angeben, erster Schnitt fertig. Zweiter Schnitt in der Schnittgruppe, Achtung, die Reihenfolge in der Schnittgruppe bestimmt, wie die nachher auf dem Plot angeordnet werden. Definieren die zweite Schnittlinie, jetzt das gleiche noch in die andere Richtung für eine zweite Schnittgruppe, wenige Klicks, die Schnitte sind fertig. Wie machen wir jetzt die Wandabwicklung? Einmal Drag and Drop, reinziehen, und das ist natürlich parametrisch. Also wenn wir jetzt da Änderungen vornehmen, wenn wir Bauteile rauslöschen, wird das natürlich mit aktualisiert. Wenn wir Ansichtseinstellungen ändern, Darstellungsart zum Beispiel, wird das innerhalb der Schnittgruppe auf alle Schnitte synchronisiert. Ja, also in einer Minute ist die Wandabwicklung in Version 16 erstellt. Schnittstellen und Connectivity. Wir erinnern uns, Connectivity war ein großer Punkt in Architektur 15. Aber die Zusammenarbeit und der reibungslose Datenaustausch zwischen Projektpartnern, Kunden und Gewerken bleibt ein wichtiges Thema. Und so gibt es auch in Architektur 16 wieder viele Neuerungen. Wir wollen Pläne erzeugen und weitergeben, wir wollen IFC-Modelle erstellen, wir wollen PDF- und DXF-Pläne erzeugen, wir wollen BIM-Karten austauschen, Laserscanning-Daten verarbeiten, wir wollen Kosten ermitteln und wir wollen oder können extern visualisieren. Wir haben es gerade gehört, wir wollen BIM-Daten austauschen, wir haben von unserem BIM-Modell ein IFC-Modell, schicken das an die Behörden. Was passiert? Wir brauchen ein PDF. PDF-Erstellung, 2D-Abgabeformate, natürlich 2022, immer noch ein wichtiges Thema. Unser Anspruch, euch bestmöglich unterstützen, schöne PDFs zu erstellen. Es war auch Anlass für uns, den PDF-Export in Version 16 komplett neu zu schreiben. Was heißt das? Wir haben jetzt eine native PDF-Schnittstelle. Es gibt keinen Umweg über externe Druckertreiber oder komplizierte Einstellungen. Wie funktioniert das in der Praxis?
Wir nehmen unsere Wandabwicklung und möchten jetzt PDFs erstellen, PDF-Exportmanager, wenige Klicks, Drag and Drop, wir holen uns die gewünschten Pläne in den Manager, exportieren das. In der Version 15 könnten wir jetzt auf einen Café gehen, Version 16 fällt die Ausrede leider weg. PDFs werden im Hintergrund geschrieben, so sieht das Ergebnis aus. In Kombination mit den hochaufgelösten Einstellungen, wunderschöne Pläne, alles vektorisiert, Texte vektorisiert, hoch aufgelöst auf jeder Zoom-Stufe und mit Layer-Struktur. Das heißt, öffnen wir das später im PDF-Editor, PDF-Viewer, können wir die Layer ein- und ausschalten, Vermaßung zum Beispiel, oder auch die Räume. Und natürlich auf jeder Zoom-Stufe gestochen scharf, Texte kopierbar, transparente Farbverläufe, vektorisiert. Das ist noch nicht alles. Die PDFs sind nicht nur schöner, sondern auch kleiner, werden schneller exportiert und sind schneller im Bildaufbau. Also später im PDF-Viewer das Zoomen, das Hin- und Herbewegen vom PDF deutlich schneller und flüssiger. Gleiches Spiel mit dem Haustechniker. Wir wollen ihm unser IFC-Modell geben. Was möchte er von uns? DXF. DXF-Erstellung. Wir schreiben ein DXF raus, wir warten, bis es fertig ist, schreiben das nächste raus. Leidiges Thema, aber mal ehrlich, das können auch wir besser. DXF-Export in der neuen Version, auch die GUI wurde hier überarbeitet, aber den Dialog brauchen wir gar nicht. Wir machen uns das Leben einfacher. Wir gehen in den bekannten PDF-Exportmanager, den wir ja alle kennen, und wählen hier oben DXF DWG, Drag and Drop der Ansichten und Stapelexport läuft. Ein Klick, auch wieder eine Funktion für die Praktikanten. Ja, das war's. Bibliotheksverwaltung wurde ja auch in Version 15 deutlich erweitert. In Version 16 auch wieder viele Neuerungen, vor allem die native Integration von IFC-Daten. Was heißt das? Wir haben jetzt unser Badezimmer wieder, möchten dort noch Bibliotheksteile absetzen. Wo holen wir uns die her? Von unseren Lieblingsplattformen, zum Beispiel BIM Object. Native IFC-Daten mit Informationen. Wir laden ein paar Bauteile herunter. Achtung, hier rechts oben beim Download, die Daten kommen sofort in die Bibliothek, sind jetzt nativ integriert. Wir können die verwalten mit allen Vorteilen, die EliteCAD bietet. Also Tausch- oder Absetzpunkte können wir jetzt verwenden, Drag and Drop reinziehen und das sind intelligente Bibliotheksteile, die haben alle Informationen. Klick aufs Bauteil und wir schauen kurz in den Eigenschaftenmanager, IFC-Attribute, da können jetzt drinnen stehen Herstellerinformationen, Bauteilinformationen, vielleicht sogar ein Preis und dank der Bibliotheksverwaltung können wir hier jetzt durchschalten und alle Vorteile der intelligenten Steuerung nutzen. Das Einzige, was wir noch tun müssen, ist, der Bauherr entscheidet, welches WC gefällt ihm am besten. Verarbeitung von Punktwolken. Ein großes Highlight der Version 15. Auch hier haben wir einiges verbessert, basierend auf eurem Feedback. Punktwolkenerstellung so einfach wie noch nie. Jeder, der so ein Smartphone eingesteckt hat, kann eigentlich damit schon Punktwolken erzeugen. LiDAR-Scanner sind schon in vielen Geräten verbaut. Wir möchten jetzt zum Beispiel ein Bibliotheksteil erstellen. Wir wollen unseren Tisch digitalisieren und statt den vorher abzumessen, machen wir kurz einen Laserscan mit unserem Smartphone, laufen einmal durchs Büro durch, scannen die Punkte. Im Hintergrund entsteht eine Punktwolke mit XYZ-Daten, Farbinformationen. Dauert wenige Sekunden. Also das Holen vom Maßband wäre wahrscheinlich deutlich länger gewesen. Punktwolke ist erstellt. Wir laden die jetzt in EliteCAD mit der nativen Schnittstelle. XYZ, Farbwerte und hier können wir jetzt die Punktwolke weiterverarbeiten. Version 16 neu, automatisches Aufteilen in Geschosse. Auch die Bereichsselektion wurde verbessert. Wir können Innen- und Außenbereiche besser wählen, schneiden die störenden Punkte weg und haben jetzt nur mehr den gewünschten Bereich unseres Schreibtischs. Den müssen wir jetzt nur mehr die Punkte abgreifen und nachzeichnen. Ja, manchmal passiert es, dass der Kollege nicht mehr rechtzeitig rausschafft, dann wird er eben auch mitgescannt. Vorteil, man kann ihn gleich als EliteCAD Bibliotheksteil anlegen und später im Modell absetzen.
Irgendwann interessiert uns natürlich auch das Thema Kosten. Version 15 haben wir die DBD-BIM-Schnittstelle integriert, Version 16 neu dazu, BKI-Kostenplaner, Baukosteninformationszentrum, Deutsche Architektenkammern, native Schnittstelle zum Datenaustausch. Und dort können wir dann basierend auf statistischen Werten eine erste Schätzung der Gebäudekosten vornehmen. Wie funktioniert das? Wir erstellen einen Gebäudereport, BKI-Gebäudedaten, da stehen Informationen drinnen wie Bruttogrundflächen, Bruttorauminhalte, Nutzflächen, laden das in den BKI-Kostenplaner rein, erstellen ein erstes Projekt, können die Informationen von unserem BIM-Modell wiederverwenden. Wir müssen keine Werte kopieren oder wieder abtippen. Und mit wenigen Klicks haben wir bereits eine erste Kostenschätzung. Alle Werte wurden korrekt übernommen. Und ab nächstes Jahr ist geplant, dass der Datenaustausch auch über IFC funktioniert. Das heißt, wir können bis auf die Bauteilebene gehen. Irgendwann möchte der Bauherr natürlich auch ein fotorealistisches Rendering haben. Dazu können wir jetzt viele externe Tools verwenden. Problem ist immer ein bisschen der Datenabgleich zwischen EliteCAD-Modell und Rendering-Software. Auch hierfür haben wir in Version 16 eine Lösung geschaffen, nämlich Modell-Update auf Knopfdruck. Für gängige Render-Tools, Beispiel Lumia und Twinmotion, gibt es jetzt neue Paletten. Da können wir eine Synchronisierung zu dem Renderprogramm herstellen und das Modell auf Knopfdruck aktualisieren. Materialzuordnungen bleiben immer erhalten über eindeutige IDs. Ergebnis könnte dann so aussehen. Externe Visualisierung, externes Rendering, ein Kann, aber kein Muss. Die Möglichkeiten der Visualisierung in Version 16 im nächsten Teil. Und für die Vorstellung dieser vieler weiterer Neuerungen möchte ich an dieser Stelle wieder kurz ein Projekt vorstellen. Es ist das Axon, geplant von der Michelmann Architekt GmbH, auch langjähriger EliteCAD-Anwender, ein großes Architekturbüro aus Deutschland mit mehreren Arbeitsplätzen. Es handelt sich hier um ein Bürogebäude mit 4 Etagen. Auf insgesamt 4.200 Quadratmetern finden hier hochwertige Büros in verschiedenen Größen und mit variablen Grundrissen Platz. Jedes Büro verfügt über einen Balkon oder eine Dachterrasse. Es hat eine Fassade mit Alufenstern mit außenliegenden Screens als Sonnenschutz. Durch intelligentes Energiemanagement ist das Gebäude sehr kosteneffizient und entspricht dem KfW 55 Standard. Es zeichnet sich durch lichtdurchflutete Räume aus und hat einen sehr repräsentativen und großzügig geplanten Empfangs- wie auch Außenbereich. Mit den Axon Superior Offices in Hannover ist wirklich ein außergewöhnliches Bürogebäude entstanden. Unser Dank auch an dieser Stelle an die Michelmann Architekten GmbH fürs Zurverfügungstellen vom Vorzeigeprojekt. Intensivieren wir jetzt noch ein bisschen das Thema schöner. Visualisierung, alles, was Sie heute gesehen haben, seien es Bilder, seien es Animationen, seien es Videos, wurden nativ aus der Version 16 exportiert und erzeugt. Visualisierungsqualität bereits im Entwurf, das war der Anspruch an die Version. Und was dafür notwendig war, zeige ich euch jetzt. 3 Dinge waren dafür notwendig. Und die ersten 2 sind Shader-Technologie. Wir haben es gerade schon gehört, was das ist. Wir werden noch ein bisschen intensivieren. Und das zweite, Lichteinstellungen. Frühere Versionen, Version 15. Was sehen wir hier? Es schaut ein bisschen flach aus. Gras ist leider Gottes auch nicht hier. Hier fehlt die Shader-Technologie. Shader-Technologie, Thema Echtzeitvisualisierung, ein großes Thema früherer Versionen. Wir haben durch Analysen, Rückfragen mit euch herausgefunden, dass dieses Feature leider nicht so oft verwendet wurde. Entweder haben wir es zu gut versteckt, ja, oder die Vorteile zu wenig kommuniziert.
Deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, in der Version, in den Optionen, das Häkchen, ja, ich möchte es verwenden, standardmäßig zu aktivieren. Wir sind nämlich davon überzeugt, ja, und wir können euch den Qualitätsvorteil nicht mehr vorenthalten. Und was ist jetzt der Unterschied? Gleiche Szene, um einiges schöner. Ja, wir haben Gras, das sich, wenn es nicht ein Bild ist, sondern wenn man im Genmodus durchmarschiert, im Wind weht. Ja, wir haben Reflexionen, wir haben Spiegelungen, wir haben Glanzeffekte. Man sieht die Oberfläche, Güte von Materialien. Ja, man sieht, wie das Kopfsteinpflaster hier rau ist. Alles das Shader-Technologie. Und wenn man sich jetzt denkt, ja, das ist sicherlich langsam. Es kann nur langsam sein auf meiner Maschine. Nein, ist es nicht. Ja. Shader-Technologie ist auch schneller. Ja. Warum ist das so? Irgendwie schöner, schnell und schneller. Ja. Ein Wunschtraum? Nein, ist es nicht. Moderne Grafikkarten machen genau das. Ja. Die sind genau auf das optimiert, werden ständig weiterentwickelt, haben Millionen Recheneinheiten, die immer mehr werden. Ja. Und genau diese Technologie wird hierfür verwendet. Und somit werden auch die Visualisierungen immer besser und auch schneller. Ohne und mit. Und das Zweite, was ich gerade erwähnt habe, sind Lichteinstellungen, Lichtsettings. Die haben wir in der Version 16 jetzt auf diese Shader-Technologie abgestimmt, vorkonfiguriert, damit ihr es nicht machen müsst. Ich wechsle jetzt ein bisschen zwischen verschiedenen Visualisierungen hindurch. Hier sehen wir wieder mal eine von früher und auf Knopfdruck einfach nur, das ist nur eine Option. Ich hoffe, ihr habt das alles gewusst. Also war irgendwo versteckt ein Knopf, den vielleicht keiner gesehen hat. Jetzt haben wir es prominent an der Oberfläche, gibt es einen Knopf Shader, ja, und dann sieht das so auch aus. Auch ein bisschen mit einem Tiefeneffekt, wie man es vielleicht von Spiegelreflexkameras kennt, ein Bokeh. Alles einfach einstellbar. Schöne Nachtszene und auch wieder Lichtsettings, die man hier schön zur Geltung gebracht hat. Das sind die ersten zwei Dinge gewesen, ja, Shader-Technologie und Lichteinstellungen. Aber der dritte Punkt, und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo wir am meisten Energie für euch investiert haben, ist dieser. 700 fix, fertig, vorkonfigurierte, parametrisierte Visualisierungsmaterialien, hoch aufgelöst, vollständig kategorisiert, gegliedert in eine verständliche Struktur im Sinne der Usability, um diese auch einfach aufzufinden, aus den verschiedensten branchenrelevanten Gebieten. Für die Architektur in dem Fall zum Beispiel Holz, ja, Beton, Stein, Geländematerialien, Wasser, Gras und so weiter. Einfach verwenden und fertig. Textilien in unterschiedlichsten Ausführungsarten. Verschiedenste Metalle, die reflektieren, spiegeln, eine Oberflächenstruktur haben. Ja, nein. Verschiedenste Arten von Steinmaterialien. Ziegel, Hochlochziegel, Marmor, Fliesen, quadratisch, rechteckig, versetzt oder auch nicht versetzt, wie es man im Hochbau oder in der Innenarchitektur auch gerne verwendet. Verschiedenste Außenmaterialien, verschiedene Pflastermaterialien. Alles fix vorgefertigt, bereit für euch, um einfach nur verwendet zu werden. Über 30 hochaufgelöste HDR, High Dynamic Range Panoramen, 360 Grad Panorama-Umgebungen, die man einfach verwendet, ins Modell reinzieht und dann Visualisierungen erhält, wie hier zum Beispiel. Im Hintergrund jetzt das Axon mal, ja, so ein bisschen eine Gegend mit Bergen im Hintergrund, hier eine flachere Gegend. Einfach auswählen und visualisieren. ...700 neue Materialien. Wir hatten aber schon Materialien, ihr wisst das, ja. Wir hatten schon über 3000 Materialien. So, jetzt haben wir 3000 plus 700, im Summe sind es tatsächlich knapp 4000, oben sieht man es. Das war jetzt die neue Aufgabe für uns, wir müssen das ja auch irgendwie verwalten. Ja, und ihr müsst es auch irgendwie anwenden können und auch finden können. Ja. Deswegen gab es sehr viele kleine, aber auch große
Erweiterungen in der Materialverwaltung selbst. Ich habe hier mal übrigens den Dark Mode aktiv, mir gefällt das ganz gut. Also, Aufgabenstellung, 3000 Materialien so zu verwalten, dass sie alle finden, ja, und nicht ewig suchen und irgendwann aufgeben und den Hut draufhauen sozusagen. Wir haben die Materialien einerseits mal kategorisiert und wir haben mal überall hingeschrieben, wie viele Materialien haben wir insgesamt und wie viele sind in den Ordnern drinnen. Dann hat man sofort einen Überblick, aha, da sind viele drin, da schaue ich mal tiefer rein. Aufteilung nach branchenrelevanten Bereichen, Dämmung, Fliesen, Gelände und so weiter, Mauerwerk, Kunststoff, an große andere Visualisierungsplattformen angelehnt im Sinne der Usability. Und alles, was eher ein bisschen älter ist, unter Anführungszeichen, haben wir in den Archivordner gegeben. Das heißt, alle Modelle, die ihr schon erstellt habt, sind zu 100% kompatibel. Die Materialien gehen nicht verloren, sie sind noch da drinnen, jetzt im Archiv. Overlay-Icons, man sieht sofort, wo dieses Material herkommt. Ein globales Material, ein Benutzermaterial, ein temporäres Material. Verschiedenste Dachziegeln in dem Fall. Mittels neuer eindeutiger Schlüssel auch weltweit eindeutig ab jetzt. Es gibt keine Probleme mehr mit Kopien. Die Vorschau ist stufenlos zoombar. Brauche ich eine Detailansicht oder möchte ich einen Überblick haben, wie man es im Explorer kennt, Steuerung Mausrad, man kann schnell zoomen. Multitext-Suche. Ich tippe rein, was ich suchen möchte und erhalte sofort das Ergebnis. Gefiltert nach dem Begriff, den ich hinschreibe, kombinierbar mit mehreren Begriffen. Beistrich getrennt, ich will eine Dämmung, okay, ich will irgendwie XPS-Dämmung haben, ein bisschen konkreter und erhalte eine Auswahl davon. Ich suche andere Putzmaterialien, möchte das Archiv aber ignorieren. Ja? Also wir haben jetzt 700 schöne neue Materialien, branchenrelevant, 3000 noch weitere, ja, nicht mehr ganz so neue, aber trotzdem vorhanden, kann ich bei der Suche ausnehmen. Ich suche nach Farben, ja? Ich möchte einen beigen Putz. Gut, suche ich Putz beige oder Putz weiß oder Putz braun. Ich glaube, ihr habt heraus in den Dreh, einfach hinschreiben, was man sucht und das Ergebnis wird gefiltert. Jeder hat Lieblingsmaterialien, okay, man kann es jetzt definieren. Einfach ein Sternchen und man kann danach filtern. Seine persönlichen Lieblingsmaterialien. Das nächste wird sein, Materialverwendung anzeigen. Ich habe ein Material, wo kommt es vor? Click, hold. Hold. Einfach hinklicken und ich sehe sofort, wo es verwendet wird. Jetzt ist ein halber Klick, also niederdrücken, man sieht es und loslassen. Wem die Auswahl nicht genügt, geht online. Ja, tausende weitere Materialien vorbereitet, online, 700 neue von uns mit ausgeliefert, mehrere tausend online. Einfach bekannte Plattformen durchforsten, sie werden auch angeboten und ihr werdet zu ihnen hingeleitet. Ihr könnt es einfach runterladen, zusammenklicken, was ihr möchtet und egal, was da drinnen ist. Ja, ihr müsst da jetzt nicht verstehen unbedingt, was da alles an Effekteinstellungen runtergeladen wird. Ihr schnappt einfach alles, zieht es in die Materialverwaltung rein, fertig. Hunderte Synonyme automatisiert, abgelaufen im Hintergrund, erstellen neue Materialien. Ein Stein wird zum Stein, ein Metall wird zu Metall, ein Wasser wird zu Wasser. Das sind alles Automatismen, die im Hintergrund ablaufen, damit ihr es nicht machen müsst. Wir haben Presets vorbereitet, die automatisch hier greifen. Ja. Fliesenmaterial, ein Felsmaterial, das war Eis oder in dem Fall Wasser, Ledermaterial, alles automatisch eingestellt. Wir haben nichts gemacht, nur reingezogen, losgelassen, fertig. Alles Arbeiten, die ihr machen könnt, aber nicht mehr müsst. Ihr könnt es natürlich nachher auch das Preset ändern. Ja, ihr könnt sagen, diese Zuordnung passt mir jetzt dann irgendwie doch nicht. Ja, dann macht halt vielleicht einfach aus dieser Fliese ein Marmormaterial. Preset wählen, fertig. Ihr müsst nicht genau wissen, was man alles einstellen muss, damit das zum Marmor wird. Einfach sagen, ja, das soll ausschauen wie Marmor, ist mir doch egal, wie es funktioniert, und fertig. Das ist unser Anspruch an effiziente Planung und Visualisierung. Gut, ja. Und zuordnen, so wie ihr es kennt. Drag and Drop, loslassen, fertig. Daran hat sich jetzt nichts geändert. Und ihr habt es wahrscheinlich schon vermutet, ja, die Verwendung der neuen Visualisierungsmaterialien auf alle unsere Standardbauteile. Ja, man muss sich nicht darum kümmern, es passiert sowieso automatisch. Das ist unser Anspruch an effiziente Planung. Ja.
wir sind keine Visualisierungssoftware, auch wenn ich das Thema gerne präsentiere, vielleicht merkt das man mir an, ja? Wir sind keine Visualisierungssoftware, wir können halt auch schön, ja? Aber wir planen. Und es ist unser Anspruch an uns selbst, dass wir eine Möglichkeit bieten, dass all jene, die vielleicht nicht gerne visualisieren, nicht auf die neue Qualität verzichten müssen. Version 15, gleiche Daten, alles gleich, bis auf das. Das heißt, der Entwurf sieht ab der Version 16 automatisch so aus. Ihr zeichnet eine Wand. Ob es eine Trockenbauwand ist, eine Innenwand, eine Außenwand, BDVS-Wand, egal. Diese Qualität habt ihr jetzt automatisch im Entwurf. Dämmmaterial. Die Parameter sind euch allen bekannt. Die Qualität kommt jetzt mit der Version 16. Die Standardbauteile ab Version 16. Nächstes Thema, transparente Schnappschüsse. Die Grafiker unter euch kennen das Thema, das zeitintensive, manchmal vielleicht leidige Thema, kommt darauf an, ob es einem gefällt oder nicht, das Freistellen von Grafiken, damit diese in diversesten Printmedien, unterschiedlichste Printmedien oder Präsentationsunterlagen, Verkaufsbroschüren oder für Online-Auftritte etc. verwendet werden. Grafiken freistellen, das heißt einen Hintergrund wegblenden. Auch das können wir besser. EliteCAD 16, wir aktivieren mal eine Live-Ansicht, eine Modellansicht mit Live-Daten. Sieht so aus, ist kein Bild, sind Live-Daten. Machen einen Schnappschuss, da machen wir jetzt ein Bild, in dem Fall ein PNG, hat die Möglichkeit, transparenten Hintergrund zu speichern. In 16K Auflösung, eine Checkbox, Hintergrund transparent, speichern, fertig. Das ist das Ergebnis in Echtzeit. Im Explorer kontrollieren wir das noch ein bisschen, schaut okay aus auf den ersten Blick. Ja. Und als Kontrolle fügen wir das nochmal in PowerPoint ein. Da geht das recht schön. Dahinter legen wir einen Plan mit Linien, ziehen das drüber und sehen sofort, dass das 100% sauber freigestellt wurde. Ohne dass irgendwo irgendein kleiner Zauberstab verwendet wurde. Freistellen auf Knopfdruck. Wo sind jetzt die Grenzen? Ja, wahrscheinlich die eigene Kreativität oder Vorstellungskraft. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgenommen von Axon, von Michelmann und habe da ein paar Layer übereinander gelegt. Und auch hier, ich sage mal, Worst-Case-Szenario für alle Grafiker, das Freistellen von meistens Haaren, ja, in unserem Fall weniger oft Haaren, aber dafür Shader-Technologie, Gras freistellen, Horroraufgabe. Oder, wenn Sie mal ein bisschen praktischer überlegen, Pläne, feine Linien. Diese freizustellen, um einen Hintergrund dahinter zu legen, Worst-Case-Szenario, ab jetzt Knopfdruck fertig. Aufgabe erledigt. Und das ist 16K. Im Deep Space haben wir 8K. Ja, das heißt, dieses Bild, vierfache Auflösung von dem, was Sie hier sehen, von der Fläche, auf Knopfdruck. Emotionen werden aber nicht nur mit Bildern, sondern mit Videos transportiert in der heutigen Zeit. Deswegen machen wir schnell ein EliteCAD at Work Video.
Wir machen mal im Genmodus ein paar Schnappschüsse, man hört es, 4 an der Zahl. Das werden 2 kurze Schwenks in einem Video, das wir jetzt schnell gemeinsam erstellen. Diese Schnappschüsse, diese Kamerapositionen, diese intelligenten, ziehe ich mir mal in dieser Maske, in diesen Ablauf für diesen Kameraweg, den ich jetzt parametrisch erstelle, rein. Justiere noch kurz die einzelnen zeitlichen Abschnitte, wie schnell das Ganze durchlaufen soll, sag Speichern, sag Vorschau, so wird es ungefähr nachher aussehen im Video, passt, Video erstellen. Erstellmaske kennt ihr vielleicht, ja, hat es schon gegeben, aber mit einem großen Vorteil, auf den komme ich gleich, wenn wir das mal rausschreiben, dann habe ich ein bisschen Zeit, optional vielleicht noch als Stereo-Video rausschreiben, speichern, und die Videoerstellung läuft. So habe ich kurz Zeit gewonnen, ein paar Sekunden, weil länger braucht es nicht, das Ganze. Wenn Sie es schon geschafft habt mit früheren Versionen, dann seid Sie irgendwo über einen Codec gestolpert. Was ist das? Gut, Videos müssen irgendwie komprimiert werden, weil sonst explodiert die Dateigröße. Das wollen wir nicht. Deswegen muss man das Ganze irgendwie klein machen und das war nicht ganz leicht bisher und jetzt machen wir das einfach automatisch im Hintergrund. Ihr braucht nichts mehr zu tun. Codec, was ist das? Egal, speichern fertig und ihr habt ein fertiges MPEG 4. So einfach geht's. Das kann ab jetzt jeder. Und alle, die es jetzt gesehen haben, oder ich habe es auch kurz erwähnt, auch 3D-Videos sind damit produzierbar. Und alles, was wir jetzt gemacht haben in der heutigen Präsentation, wurde genau auf diese Art und Weise aus EliteCAD rausgeschrieben. Und zum Thema 3D-Videos kann man auch in Echtzeit EliteCAD auf einem Stereo-Gerät zum Beispiel von der Firma Schneider Digital betreiben. Machen wir gerne und haben wir auch gemacht. Und wie man das Ganze, diese kurze Sequenz jetzt ein bisschen hochskalieren kann, möchte ich euch im nächsten Abschnitt zeigen. Genießt die Show, lehnt euch zurück und jetzt wäre der Moment bitte, um die Brillen aufzusetzen und bitte Film ab.
Steht noch was? Wir haben heute sehr viele Neuerungen gezeigt in der Version 16, aber die Liste der Neuerungen ist noch viel länger. Wir konnten gar nicht alles in der Kürze der Zeit herzeigen. 2 Dinge, die wollen wir euch noch kurz präsentieren. Architektur zum Anfassen. Wir haben es gehört, Präsentation von Modellen geht immer mehr in die digitale Richtung. Wir arbeiten mit Videos, fotorealistischen Renderings, VR-Brillen. Der traditionelle Architektur-Modellbau gerät immer mehr in Vergessenheit. Warum ist das so? Realität schaut meistens so aus. Wir haben bereits ein Modell in der Software entwickelt und fangen wieder von vorne an, bauen jetzt alles nach, viel manuelle Arbeit, wir haben laufendes Projektgeschäft, keine Zeit, um das natürlich auch die Kosten zu decken. Also so ein Architekturmodell lohnt sich einfach nicht mehr. Das ist natürlich sehr schade, aber wir glauben, das geht auch besser. Wir haben ja schon ein Gebäudemodell. Wie wäre es, wenn wir das einfach drucken? 3D-Druck, eine Technologie, die sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt hat. 3D-Drucker sind sehr günstig zu kaufen, wenige 100 €. Der Druck liegt im Centbereich und damit können wir jetzt digitale Gebäudemodelle ohne manuelle Arbeit erstellen. Was brauchen wir dazu? Eine neue Schnittstelle, jetzt nativ in EliteCAD integriert, 3D-Druckschnittstelle, STL-Format. Wir nehmen unser Gebäudemodell, bereiten es für den Druck vor, bereits automatisch ermittelt aufgrund des Maßstabs und dem Skalierfaktors die Größe später für den Drucker. Wir teilen das noch in Geschosse, damit wir das nachher auseinandernehmen können, senden das an den Drucker. Dort wird das Modell noch in Schichten geteilt und dann einfach nur Schicht für Schicht gedruckt. In wenigen Stunden entsteht so ein Modell, 20 x 20 cm, ohne manuelle Arbeit. Das Ergebnis, das kann dann so aussehen. Druckbar sind viele Materialien, recyceltes Plastik, Holz, Glas gibt es auch, Metalldrucker, ich habe sogar gehört, Schokoladendrucker gibt es schon. Ja, für was braucht man das eigentlich? Gibt es viele Anwendungsfälle, Architekturwettbewerbe oder für den Kunden einfach schön den Entwurf ausdrucken und mitgeben. Modelleisenbahner unter euch, Maßstab 1:87 einstellen und das eigene Haus steht auf der Modelleisenbahn. Kleiner Musterhauspack, ja. Wir drucken die Musterhäuser, stellen es auf, Kunde kommt, kann sich alle Häuser ansehen. Wir sind schon gespannt auf eure 3D-gedruckten Modelle und würden uns freuen, wenn ihr uns mit dem Hashtag MadeWithEliteCAD taggen würdet. Wir haben aber noch ein weiteres großes Thema vorher angekündigt, 2 more things. Wir haben heute viele Neuerungen gesehen und wir wollen es jetzt natürlich allen Anwendern so einfach wie möglich machen, diese auch zu nutzen. Und das beginnt bei der Dokumentation der Software. Wie war das bisher in der Vergangenheit? Es gab PDFs, es gab lange Suchen, lange Ladezeiten, man hat nicht wirklich sofort gefunden, um die Funktionen auch nutzen zu können. Es war nicht interaktiv. Wir sind daher unserem Anspruch gefolgt, es euch einfacher zu machen und haben die Hilfe von Grund auf neu gestaltet als interaktive Webplattform. Willkommen im EliteCAD Help Center. Es ist die neue Plattform für alle Produkte. Es ist Hilfe und Support, es ist Dokumentation, es sind Tutorials, es ist ein Handbuch, es ist nun alles an einem Ort vereint. Erwarte mehr. Feel free to expect more. Das gilt auch fürs Handbuch und fürs Help Center. Hier finden Sie alle Informationen, die in der Handhabung von EliteCAD unterstützen, aber auch viele weitere Möglichkeiten, um immer am Laufenden zu bleiben. Wir finden hier alle verfügbaren Kurseinheiten zum Download. Diese werden laufend aktualisiert. Und wir haben auch Antworten auf die häufigsten Fragen. Es gibt eine Übersicht. Wir haben Produktupdates.
Es gibt Beispielmodelle, die direkt heruntergeladen und frei verwendet werden können. Man sieht alle Neuerungen der Version 16 im Überblick als 1000 Seiten Handbuch, und zwar interaktiv, als interaktive Help-Pages. Wir haben ein klappbares Menü und ein Inhaltsverzeichnis und es sind alle Funktionen und Begriffe mit Querverweisen. Das Ziel ist es, dass es eine interaktive Suche ist. Das Ganze ist responsive. Es wird somit auf allen Bildschirmen, für alle Bildschirme und Geräte skaliert. Es ist auch für Mobilgeräte optimiert und es ist vor allem nativ in EliteCAD integriert. Was heißt das genau? Wir haben heute schon über den neuen Türgenerator gehört, sind jetzt aber nur ein bisschen unsicher über dessen Funktionalität, können hier direkt auf Hilfe klicken und sofort öffnet sich die richtige Seite im Help Center. Sprachenabhängig. Wir sehen hier sofort die Änderungen in der Version 16. Diese sind bereits gehighlightet, dass es hier Verbesserungen gibt. Wir wollen nun auch einen Attributstempel aufsetzen. Das ist jetzt auch neu. Wir wissen nicht genau wie. Suchen nach Attributstempel und haben die Ergebnisse in Echtzeit nach Priorität und auf der Seite direkt hervorgehoben. Es können nun also alle Neuerungen, alles, was wir heute gesehen haben und alle Features von jedem sofort eingesetzt werden. Das EliteCAD Help Center macht es möglich und unterstreicht somit unseren Anspruch, EliteCAD Architektur 16 so effizient und einfach wie möglich zu machen. Ja, meine Damen und Herren, eine umfangreiche Vorstellung, Umfang, das für mehrere Versionen reichen würde, aber alles in der Version 16. Ja, wir haben viele Neuerungen gesehen, nicht alles, wie wir gehört haben. Es gibt noch einiges, was wir aufgrund der beschränkten Zeit nicht zeigen konnten, aber eines ist gewiss: Alles, was wir in der Software erweitern, steht ganz klar unter dem Motto: Machen wir EliteCAD so einfach nutzbar wie möglich, um unseren Anwendern aber trotzdem noch die maximale Gestaltungsfreiheit zu geben. Denn nur mit diesem Motto wird Digitalisierung effizient nutzbar und wird Building Information Modeling erst einfach. Und dann wird Arbeit zur Kreativität und die Freude und der Spaß stehen im Vordergrund. Und nie wieder heißt es, was wäre wenn? Denn EliteCAD ist mit Sicherheit die einfachste, die schnellste und die effizienteste Möglichkeit der Architekturplanung am Markt. Und vielleicht mit der Version 16 gilt auch mit der neuen Benutzeroberfläche, es ist jetzt vielleicht das schönste CAD-System. Hinter diesem Programm stecken viele Menschen, ein tolles Entwicklungsteam, bei dem ich mich sehr herzlich bedanken möchte. Ihr seid das beste Team, das man sich vorstellen kann. Und sehr viele Menschen haben an dieser Entwicklung beigetragen, an dieser Version mitgearbeitet. Ein herzliches Danke auch an unsere Kunden und Partner, die uns immer mit Feedback unterstützen, die uns bei der Weiterentwicklung mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch an die Partner, die heute draußen ihre Infostände haben. Nutzen Sie noch die Zeit beim Rausgehen, einen Blick vorbeizuwerfen. Danke fürs Kommen. Und ja, nicht mehr lange, in wenigen Wochen können wir Ihnen die Software zur Verfügung stellen. Sie ist fertig, sie durchläuft die letzten Phasen der Qualitätssicherung. Bald können Sie EliteCAD 16 nutzen. Und ich möchte zum Abschluss noch Danke sagen für die Leute, die heute vor und hinter der Bühne an dieser Präsentation beteiligt waren. Danke für eure Unterstützung. Ich möchte die Präsentatoren noch einmal auf die Bühne bitten. Mir bleibt noch übrig, Danke zu sagen. Oh, Xeo, hätte ich fast vergessen. Hat es dir gefallen? Okay. Okay. Ja gut. Also die Xeo hat gerade gesagt, ihr hat so gut gefallen, sie wird jetzt ein Architekturbüro aufmachen. Ja? Und noch eine kleine Erinnerung.
Im Anschluss dürfen wir Sie einladen, nach oben ins Obergeschoss mit dem Lift nach oben. Oben gibt es das Abendessen und Musik. Ich freue mich, dass Sie unsere Gäste sind. Danke fürs Kommen, danke für Ihre Anwesenheit und schönen Abend.